Und jetzt das Heute-Journal mit Hannah Zimmermann und Christian Sievers. Einen guten Samstagabend Ihnen allen. Volodymyr Zelensky ist auf einer Mission, im wahrsten Sinn des Wortes, und fernab seiner Heimat. Er will Überzeugungsarbeit leisten bei den engsten Verbündeten auf dem G7-Gipfel, die ihm tatsächlich erste Schritte versprechen auf dem Weg zu einer modernen ukrainischen Luftwaffe. Zelensky traf an symbolischem Ort in Hiroshima aber auch die, die den russischen Krieg gegen die Ukraine bisher nicht verurteilt haben und weiter Geschäfte machen mit Moskau. Elmar Thewissen berichtet. Wir wissen nicht genau, ob das Wort F-16 fiel. Beim Morgenplausch von Bundeskanzler und britischem Premier Rishi Sunak gilt als Triebfeder hinter der Kampfjet-Zusage, bei der Scholz diesmal nicht so entscheidend ist. Denn der Wunsch des Mannes, den sie hier in Japan froh erwarteten, wird von seinem wichtigsten Verbündeten erfüllt. Volodymyr Zelensky bekommt von Joe Biden zwar keine F-16-Kampfflugzeuge aus den USA, aber grünes Licht an alle, die selber welche liefern wollen. Mindestens 2 Dutzend, vielleicht gar 4 sollen es werden. Nicht für die erwartete Offensive, sondern als Langfristschutz gegen Russland. Jetzt ist der Moment, um nach vorn zu blicken und zu fragen, was die Ukraine in Zukunft militärisch braucht, um weitergehende russische Aggressionen abzuschrecken. Dazu passen die F-16. Ich bin sehr glücklich. Vielen Dank an unsere Partner. Es hilft uns, unsere Häuser und Familien zu schützen. Genau das bekam dann auch der indische Premier zu hören. Der und seine Kollegen aus dem globalen Süden sehen immer neue Waffenlieferungen ja kritisch. Und deshalb werben auch die G7 für Zelenskys Sache, indem sie die Wertefrage stellen. Respektieren wir das internationale Recht? Respektieren wir die UN-Charta? Und dazu gehört Souveränität und territoriale Integrität. Und wenn das ein klares Ja ist, dann gelingt es eben auch, Indien auf unsere Seite zu bekommen. Auch nette Gesten können helfen, aber viel wichtiger sind wohl die 600 Milliarden $, die Europa und Amerika den Schwellen- und Entwicklungsländern geben für Infrastruktur und den Kampf gegen den Klimawandel. Erste Projekte laufen schon. Aber die Gäste der G7 fordern, dass all den schönen Worten weitere Taten folgen. Länder wie Indien und Brasilien ständige Sitze im Weltsicherheitsrat bekommen, die Ordnung der Welt gerechter wird. Daran entscheidet sich, ob der Westen es auch wirklich ernst meint. Es ist für uns in unserem Interesse entscheidend, dass der globale Süden zum Partner wird. Denn es entscheidet darüber, welche gemeinsamen Werte verteidigen wir. Und genau darum ging es auch bei seinem abendlichen Plausch. Viele hier hoffen, dass morgen auch die Gäste aus dem globalen Süden Zelensky den Rücken stärken, zumindest optisch, mit einem historischen Abschlussbild für diesen Gipfel. Es ist schon bemerkenswert, diese Reisediplomatie von Präsident Zelensky. Elmar Thewissen in Hiroshima. Wie groß ist denn die Chance, dass er da tatsächlich eine Allianz hinbekommt, die auch Länder umfasst, die bislang nicht auf Seiten der Ukraine standen? Also ich glaube, die Chance ist so groß wie nie zuvor seit diesem Kriegsbeginn. Und das hat damit zu tun, dass er hier Gelegenheit hat, unter 4 Augen gewissermaßen die Opferperspektive klarzumachen. Das, was in der Ukraine passiert. Und zweitens auch allen klarzumachen, er nimmt Friedensangebote von jedem. Wer vermitteln will, sei es die Arabische Liga, seien es die G7, seien es die Schwellen- und Entwicklungsländer, er wäre sogar bereit, weiterzureisen nach China, nach Peking, in der Hoffnung, dass daraus ein Frieden entstehen könnte. Und er präsentiert sich damit als einer, der ehrlicher Interesse daran hat, als Wladimir Putin, der nicht bereit ist, von seinen Maximalforderungen abzurücken. Und ich glaube, das wird am indischen Premier ganz, ganz deutlich. Nicht nur, dass er zugehört hat, Volodymyr Zelensky, sondern kurz danach auch bei einem Treffen mit den USA und Japan und Australien mit ihnen darüber geredet hat, wie kann man verhindern, dass die Lage im Indopazifik eskaliert. Also wie kann er auf der einen Seite fordern, dass die territoriale Integrität für Taiwan gewahrt bleibt, aber dann im Grunde genommen zurückweisen, dass die territoriale Integrität der Ukraine gewahrt wird. Also ich glaube, da kommt hier der ein oder andere ins Nachdenken. Und dann, Elmar, vielleicht noch ganz kurz und ein bisschen insgesamt gesehen, ist die Welt auf diesem Gipfel jetzt enger zusammengerückt oder haben sich die Gräben, die es ja tatsächlich gibt, noch klarer gezeigt?
glaube, die Linien sind sehr klar. Auf der einen Seite die G7 mit Angeboten eben an die Schwellen- und Entwicklungsländer. Auf der anderen Seite China, das klar sagt, hier ist wieder der elitäre Club, der den anderen die Regeln aufdrücken will. Und das stimmte sicherlich auch. Über 70 Jahre haben die USA wirtschaftliche Macht genutzt, um anderen auch Regeln aufzudrücken. Aber wir wollen allen hier sagen, jetzt ist es anders. Wir wollen, dass alle etwas von neuen Regeln in der Welt haben. Und sie bieten eben Teilhabe am Tisch. Und ich glaube, die USA und die G7 meinen es diesmal ernst gegenüber diesen Ländern und versuchen damit klarzumachen, dass sie die bessere Variante sind als China. Die Einschätzung von Emma Thewissen. Emma, vielen Dank. In der Ukraine selbst werden lange quälende Ängste jetzt immer akuter. Die Schlacht um Bachmut, die wohl längste und blutigste des gesamten Krieges, erklärt der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoschin heute für beendet und gewonnen. Von offizieller russischer Seite gibt es dafür keine Bestätigung. Die Ukraine dementiert. Und rund um das Atomkraftwerk Saporischschja, einer Gegend, die Schauplatz sein könnte für die angekündigte ukrainische Großoffensive, stellen sich die Menschen, so gut es geht, auf eine weitere Eskalation ein. Von dort Tim Kröger. Früher hat er direkt am Atomkraftwerk Saporischschja gelebt. Oleksij Melnischuk war dort Ingenieur. Nach 4 Monaten ist er wie viele Mitarbeiter vor den russischen Besatzern geflohen. An diesem Tag hilft er bei der Ausgabe von Hilfsgütern für andere Geflüchtete. Der Kontakt zu den Kollegen, die noch immer in der Atomanlage arbeiten, werde immer schwieriger, sagt er, weil die Russen jeden Kontakt verhindern wollen. Die Zahl der Besatzer im Atomkraftwerk wächst stetig. Das ist für die Mitarbeiter ziemlich verstörend. Sie sind sowieso moralisch in einer schwierigen Lage. Schon kurz nach Beginn des Krieges wurde rund um das Kernkraftwerk gekämpft. Die Angst vor einem Unfall ist seither groß. Auch wenn es von Russen besetzt ist, wird es noch immer von ukrainischen Mitarbeitern betrieben. Auch der Bürgermeister von Enerhodar, jener Satellitenstadt am Atomkraftwerk, ist geflohen. Er spricht von schweren Misshandlungen gegenüber den Mitarbeitern. Die Besatzer bringen Menschen mit pro-ukrainischer Meinung in Folterkammern. Einige kommen nicht lebend zurück. Einige sind danach gesundheitlich geschädigt oder psychisch gebrochen. Und nun steht die ukrainische Gegenoffensive wohl bevor und könnte auch das Gebiet der Anlage betreffen. Was die meisten von uns besorgt, ist die Frage, wie schwer die Besatzer das Atomkraftwerk und die Stadt vermint haben. Es wird viel Arbeit werden, die Minen zu beseitigen. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA hat die Nuklearanlage mehrfach seit Kriegsbeginn besucht, hat Beobachter vor Ort und warnt ebenfalls vor der aktuellen Situation. Das Gelände sei von den russischen Truppen zu einer Militärbasis umfunktioniert worden, sagt die ukrainische Betreiberfirma. Die Besetzung des Atomkraftwerks ist derzeit die größte Bedrohung. Wenn Radioaktivität freigesetzt wird, dann bedroht das die ganze Welt. Oleksij Melnischuk aber glaubt daran, dass die ukrainischen Truppen das Kernkraftwerk ohne schwere Gefechte befreien können, dass die Russen fliehen. Dann will er so schnell wie möglich zurück in seine Anlage, um sie wieder ans Netz zu bringen. So, und weitere Nachrichten jetzt in der Übersicht von dir, Hanna. Ja, und da blicken wir auf die verheerenden Überschwemmungen und Erdrutsche in Italien. In der Region Emilia-Romagna wurde die Alarmstufe Rot wegen weiterer Niederschläge erneut verlängert. Laut Behörden mussten mittlerweile mehr als 36.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Mindestens 14 Menschen starben. Die Zerstörung ist allgegenwärtig. Rund 100 Gemeinden in der Region seien betroffen, erklärte die Vizepräsidentin der Emilia-Romagna. Die Bundesregierung will mehr Pflegekräfte aus dem Ausland anwerben, konkret aus Brasilien. Im Juni will Bundesarbeitsminister Heil deshalb mit Außenministerin Baerbock in das südamerikanische Land reisen. Das sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Geplant sei eine Anwerbestrategie mit Ländern, in denen es mehr junge und gut ausgebildete Menschen gebe, als der dortige Arbeitsmarkt aufnehmen könne, erklärte Heil. Absprachen gebe es auch mit Indonesien und Mexiko.
Ab heute können in Deutschland lebende Türkinnen und Türken ihre Stimme für die Stichwahl um das türkische Präsidentenamt abgeben. Wie hier in Hamburg bildeten sich teils lange Schlangen vor den Wahllokalen. Bis zum 24. Mai sind rund 1,5 Millionen Wahlberechtigte zum Urnengang aufgerufen. Bei der ersten Runde stimmten in Deutschland 65% für den amtierenden Präsidenten Erdogan. Gegen ihn tritt Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu an. Nebenan in Griechenland wählen sie ebenfalls. Es ist eine Wahl unter dem Eindruck eines furchtbaren Unglücks. Ende Februar kollidieren zwei Züge. Neben menschlichem Versagen ist der Grund wohl auch marode Infrastruktur, Missmanagement, Sparpolitik. 57 Menschen verlieren ihr Leben. Auf Massendemonstrationen danach zeigt sich die Wut im Land. Jetzt, kurz vor der Wahl, ist sie bei vielen Griechinnen und Griechen eher Resignation gewichen. Der amtierende Regierungschef hat dem Land allerdings auch wirtschaftliche Erfolge gebracht. Ob ihm das morgen reicht, wenn Griechenland wählen geht? Aus Athen, Andreas Postel. Sie ist 1997 geboren und nennt sich Nefeli Mek. Mit ihrem YouTube-Kanal erreicht die Influencerin regelmäßig Zehntausende junge Griechen. Ihre Generation kennt das eigene Land bisher nur im Krisenmodus. Finanzkrise, Corona-Krise, Energiekrise. Viele sind ins Ausland gegangen, auch wenn ich der Meinung bin, dass die Dinge nicht mehr so schlimm sind, wie sie es 2009 waren. Viel Aufmerksamkeit gab es von ihrer Community für ein Interview mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis im Wahlkampf. Ihm schlug Kritik entgegen wegen eines Abhörskandals und der Versäumnisse vor dem Zugunglück im Frühjahr. Aber Mitsotakis wird angerechnet, dass er in seiner Regierungszeit ein Stück weit Vertrauen in die Zukunft geschaffen hat. Die griechische Wirtschaft ist doppelt so stark gewachsen wie im europäischen Durchschnitt. Internationale IT-Unternehmen wie hier in Thessaloniki bieten neue Jobs und die Löhne steigen, wenn auch langsam. Das alles in Verbindung mit einer Verbesserung der volkswirtschaftlichen Eckdaten hat ein Klima, eine positive Wahrnehmung in der Gesellschaft geschaffen. Trotz des immer noch niedrigen Einkommensniveaus sind rund 45% der Griechen der Meinung, dass die Wirtschaft besser dasteht als noch vor 4 Jahren. Zudem habe Mitsotakis seinem Land zu internationalem Ansehen verholfen. Deshalb wirbt der Liberal-Konservative zum Wahlkampf-Endspurt vor der Akropolis um eine zweite Amtszeit. Mit ganzer Seele bin ich meiner Verantwortung gerecht geworden, das Land zu regieren, und das werde ich weiterhin tun. Die Alternativen sind weiter vorangehen oder wieder umkehren. Bislang kommt der Aufschwung längst nicht bei allen an. Nach 10 Jahren hartem Sparkurs infolge der Staatsschuldenkrise ist das Verarmungsrisiko in Griechenland hoch, trotz staatlicher Hilfen. 54 € habe ich dazu bekommen, einmal im Monat. 54 €. Da muss ich trotzdem hier nach dem Allerbilligsten suchen, um es kaufen zu können. Soziale Gerechtigkeit ist das große Thema von Oppositionsführer Alexis Tsipras. Wahlkampfabschluss der linken Syriza auf dem Syntagma-Platz in Athen. Schluss mit der sozialen Ungerechtigkeit. Schluss mit Profitgier. Schluss mit der Ungleichheit. Umfragen zufolge ist eine absolute Mehrheit für keinen der Kandidaten in greifbarer Nähe. Schwierige Koalitionsgespräche und sogar Neuwahlen werden bereits erwartet. Am Sonntag haben die Griechen die Wahl, wer wie stark im neuen Parlament vertreten sein wird. Der erste Absteiger der Fußball-Bundesliga steht seit heute fest. Hertha BSC spielt künftig in der 2. Liga. Die Enttäuschung ist groß, denn im Heimspiel gegen den VfL Bochum führten die Berliner bis in die Nachspielzeit. Dann aber kam der Ausgleich, Endstand 1:1. Mehr dazu gleich nach uns im aktuellen Sportstudio. Und jetzt zu den Lottozahlen an diesem Samstag. Die lauten 5, 6, 24, 33, 34, 42, Superzahl 3. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Und so wird das Wetter in den kommenden Tagen. Morgen im Nordwesten bereits am Vormittag gewittrige Schauer, sonst viel Sonne, am Nachmittag dann auch im Osten und Südwesten einzelne Schauer und Gewitter, 20 bis 29 Grad. Am Montag bei 20 bis 29 Grad im Osten sonnig, sonst teils kräftige Gewitter, Dienstag noch unbeständig, Mittwoch wieder meist freundlich, aber nur noch mit 16 bis 23 Grad.
Und wir entlassen Sie in diese Nacht mit einem Satz, über den es sich lohnt nachzudenken. Er stammt von Martin Amis, einem der einflussreichsten britischen Schriftsteller, der eine Ära prägte und dessen viel zu früher Tod heute bekannt wurde. When the past is forgotten, the present is unforgettable. Danke für heute und gerne bis morgen. Und die nächsten Nachrichten gibt es hier gegen 0:25 Uhr mit Christopher Wehrmann. Tschüss. Tschüss.